Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute Technik. Wir haben da den Oswald ZGS. Gott hat ihn selig. Der ist leider Gottes viel zu früh aus dieser Welt geschieden. Wir hatten das Motorrad ja mit ihm zusammen beim Matt in Holland geholt, haben sie hergerichtet mit seiner Unterstützung und nach seinem Geschmack. Deswegen immer goldene Felgen. Das war so das, was er aus dem Leben mit der XD zusammen mitgenommen hat. Diese goldenen Felgen waren ganz wichtig. Die hat der Matthias Langstädtler für uns eingespeichert. Der ist auch nichts mehr auf der Erde. Das ist übel. Jetzt war das Motorrad zum Verkauf. So schnell konnten wir gar nicht gucken. Und wenn wir wirklich Glück gehabt, hat der Beder, der aus der Nähe kommt, sich dem guten Stück angenommen. Beder, sag was dazu. GS-Fahrer hätte ich nie gedacht, dass ich immer wäre, aber gesehen, Probe gefahren, überzeugt. Wo hast du das Motorrad gesehen? Durch meinen guten Kumpel Michel, der auch bei dir ein Motorrad aufgebaut hat, mit dir. Und mit dem war ich doch beim Bund, das ist doch der Michel. Und der hat mir das Bild geschickt und da bin ich einfach mal raufgefahren. Ich wollte schon lange mal rauf von der Üchtelhause, wollte halt mit ihm. Und da bin ich halt am Freitag doch mal allein raufgefahren, ne? Gesehen und überzeugt. Er ist hergekommen mit seiner Aprilia. Afrika Twin, Mann. Steht auch A drauf. Mit seiner Afrika Twin herkommen. Dann habe ich gesagt, du bist doch falsch da. Ich habe gerade an einem Auto draußen geschraubt. Und dann hat er gesagt, er möchte das gute Stück aus der Story von mir mal anschauen. In dem Moment war mir nicht klar, das geht mir jetzt nicht ums Verkaufen. Wir wollten nur, dass das Motorrad in guten Händen unterkommt, dass es gewürdigt wird und dass es nicht zerpflückt und umgebaut wird. Und das haben wir erreicht. Wir haben dem Motorrad jetzt einige Modifikationen heute noch zugut kommen lassen. Der Oswald war halt ein ruhiger Mensch. Der ist mit seinem Roller gekommen und mit dem Moped hat er auch nicht recht viel Kilometer gehabt. Und alles war ein bisschen gemäßigter. Und nachdem ich gesehen habe, dass der junge Mann da mit der African Twin, mit der Vollautomatik da angeschüsselt kommt und einen guten Zahn fährt, haben wir auch gesagt, wir machen zusammen einen Kundendienst, dass er das Motorrad mal kennenlernt. Das heißt, Öle ablassen, Ventile einstellen, Filterwechsel. Getriebeöl haben wir zum Glück kontrolliert, wollte ich erst gar nichts machen, aber da ist ja wirklich Mogger rausgekommen. Endantrieb war top. Sind wir beim Endantrieb, da hast du gesehen, da haben wir was gemacht? Beim Endantrieb, also du meinst die Bremse höher gelegt? Genau. Ja. Da haben wir die Bremshalhöherlegung gleich gemacht. Wie bist du eigentlich da drauf gekommen? Hast du das irgendwo gesehen gehabt? Das habe ich auch in den Videos gesehen, ja. Wenn du halt doch mal Spuren fährst und alles und die bleibt hängen. Aber wenn wir doch drüber sind, machen wir es gleich mit, ne? Da wäre geil gewesen, wenn ich noch eine von den goldenen da gehabt hätte. Und bei den Bremsen, da war ich mir nicht ganz sicher, was wir machen sollen. HE oder die Spiegler. Die Entscheidung liegt aber dann beim Kunden, weil es echt viel Geldunterschied ist. Die HE-Anlage ist bestimmt
sag ich mal, 300 € billiger als die vom Spiegler. Beim Spiegler hast du den schönen 4-Kolben-Sattel. Ja, und du Ja, ne. machst halt einfach mal 2 Wochen mehr auf der Erbe, ne? Ja, dafür wird ja was anderes hergeben, ne? Mhm. Quasi. Lebenszeit gegen Geld, ne? Genau. So Und sieht's dann aus. mit Geld kann man sich wieder was Schönes leisten. Nee, da ist vorne jetzt die Spiegler Bremsanlage drin. Es sind 300 Millimeter, soweit ich weiß, original 285. Da glaube ich, dass die Negativbeschleunigung jetzt der Positivbeschleunigung fast überwiegen könnte mit einer Bremsanlage. Ja, es ist ein wenig gemäßigter, muss ich sagen. Wie viel PS hat die African Twin? Ja, die hat 102. Ist jetzt auch nicht übermodernisiert, ne? Also ich bin auch. Ja. Weißt du das Drehmoment zufällig? Der hat 105 Newtonmeter, den glaube ich, ne? Ja. Ja, da unterliegst du da schon, aber du hast auf jeden Fall die Blicke auf dich ziehen mit dem Motorrad. Ja. Also wie gesagt, mir war wichtig, wenig Gewicht gegenüber die Afrika Twin, weil ich ja doch auch im Gelände ein wenig bewegt habe. Und wenn wir jetzt so unter 200 Kilo was sind, ist das schon, und wie gesagt, viel niedriger, ne? Die Honda ist ja unwahrscheinlich groß, wenn die mal liegt, ist das schon ein Vorteil, und vor allem haben wir noch die Wurzellichter, ne? Was ich gesehen habe, als er mit dem Motorrad da war, ist die Kupplung. Das ist diese Automatik-Kupplung. Die ist ja so groß, da meinst du, die haben einen Zylinder links hingebaut. Ne? Also wirklich, die steht raus. Ne? Was hast du mit dem Motorrad jetzt vor? Außer fahren. Naja, ich gucke jetzt im Frühjahr, schaue ich mir mal an, wie so die Tourentauglichkeit ist. Ich habe heuer noch vor, im September nach Rumänien, wollen wir 2 Wochen fahren. Und wenn sie da gut ist, das ist auch, dann fahre ich mit der BMW. Was willst du in Rumänien anschauen? Ja, Transfagara-Schaden, ne, die Transalpina sowas fahren und solche Sachen. Und vielleicht mal die, wie heißt sie, die Strategica. Vielleicht mal die, ja, so langsam ranpasst. Warst du schon mal in Rumänien? Nee, erst einmal. Gibt es richtig perverse Strecken? Ja, das ist über 3. Übel habe ich da ganz schön geblasen, muss ich sagen. Also Rumänien, das haben wir nie online gebracht, das Video. Die Drachenzunge runter und so, boah. Also, da habe ich dann in Jörgser Motorrad gefahren. War schon ziemlich hart. Umbaumäßig ist es nichts Großartiges. Das Motorrad ist eine GS mit einem wunderschön lackierten Tank, mit einem Heck von uns. Das ist unser Basic-Heck. Die Sitzbankbefestigung ist in dem Fall wie bei der Dakar. Die Sitzbank ist recht niedrig gewesen für den Oswald. Da muss man jetzt mal schauen, ob er mit klarkommt oder ob er noch was braucht. Im hinteren Teil ist es der Acerbis Bacher Kotflügel mit dem Dualsport Rücklicht mit unseren 21 Watt Blinkern. Im vorderen Teil haben wir unsere eigene Dakar-Lichtmaske mit unserer Kante hier. Die war mir ganz wichtig in der Produktion, weil es den Wind bricht. Und dass ihr mal auch wirklich seht, wie neu das Motorrad ist, mache ich jetzt mal die Folie da ab. Also der Ausfall hat das Motorrad echt nicht viel benutzt. Kann man nichts sagen. Vom Geschmack her hat das aber getroffen, ne? Richtig geil, ne? Wie das vorne ist. Wir haben schon viel Motorräder gebaut, aber das ist halt wirklich, wenn ich es auf die Straße stelle, richtiger Blickfang. Was wir noch modifiziert haben, sind die Fußrasten. Die sind jetzt unser Doppel X. Da müssen wir halt jetzt den Fußbremshebel einstellen. Da ist da unten runter die Verstellschraube, die sieht man jetzt nicht. Da gehen wir nochmal auf die Bremsseilhöherlegung, dass man das mal gesehen hat nochmal. Und ganz neu ist, da müssen wir außen rumlaufen. Unser neuer Schalthebel, der kommt jetzt ins Programm. Der ist da. Eine ziemlich starke Version, der ist relativ dick. Mit einer sauberen Rolle. Also da geht was. Ich bin der Meinung, dass man da nicht viel noch umbauen muss. Mit der Bereifung, mit dem MFE 99 ist das Motorrad absolut tourentauglich. Keinen schlechten Kauf hat er nicht gemacht. Als Informationswegweiser hat er den Acefeld Tacho drauf. Da nehme ich immer die billigste Version. Da ist der Franco schon manchmal wegen, naja, das sagt, wir haben eine bessere, aber es langt. Wir brauchen ja nur eine Kilometerangabe. Double Deck Mirror Spiegel, die kann man schön einklappen. Vom Gepäcksystem, was hast du da momentan bei dir dran? Ja, ich habe Softgepäck, habe ich, ne? Von Rhinoburg ist das zwar nur, hat man aber der Sohnemann geschenkt und dann wird das benutzt. Ja, das ist doch alles in Ordnung. Da musst du halt schauen, dass du beim Auspuff einen Schutz hast. Aber
tourentauglich ist das Motorrad auf jeden Fall. In Rumänien kennen sie den Klang, haben sie mir gesagt. Das ist ein paar Jahre her, da waren die früher mit Beiwagenmotorrädern da unten und die waren nicht abgeneigt. Also wir sind nie geschimpft worden. Ne? Das ist sehr interessant. Ja, das war zum Ende des Videos schon. Ich danke dir, dass das so schon geklappt hat mit dir. Ich mich auch. Wir hatten heute einen schönen Samstag zusammen, die Einführung ins Motorrad und alles mal durchschau. Das bin ich beiden schuldig, dem Oswald und dem Peter. Euch entlasse ich jetzt in einen schönen Dienstagabend. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel Schad und der Peter aus Ramstein. Bis dann. Ciao. Ach, durch den Film kennst du dich jetzt mit Schlitzen aus, oder was? Das ist nie so Zeug an. Ich bild mich da ein wenig weiter. Da. Ganz oben. Fast ein Mechaniker ruckzuck schlecht. Die Schwellkarte war ein wenig aufgespannt. Weißt du, wie mies das wäre, wenn das jetzt geknackt hätte? Ja. Hat das auch ABE? Einbildung ist keine Bildung, ne? Ihr habt bloß mal Angst, ihr gebt es bloß nicht zu. Ich guck's halt nicht heimlich, ich guck's halt offen. Aber nicht.